Hallo zusammen und danke fürs Einschalten. Mich haben ein paar Kommentare erreicht, dass ihr gesprochene Anleitungen besser finden würdet, weshalb ich jetzt natürlich versuche, dem nachzukommen und mein erstes Tutorial zu posten, in dem ich die Anleitung spreche. Ich hoffe, es gefällt euch. Los geht's. Hier zeige ich euch einmal, was ihr alles braucht, um die Tasche häkeln zu können. Das ist zum einen dieser Boden und ein Band, das wir einarbeiten, um die Tasche hinterher an den Seiten raffen zu können. Weiterhin braucht ihr D-Ringe oder halt normale Ringe, die wir an den Seiten einarbeiten, um hinterher den Taschenriemen anzuklicken. Und natürlich einen Verschluss. Ich habe mich wieder für diesen Steckverschluss entschieden. Das Wichtigste an der Tasche ist natürlich die Wolle, wobei ich mich wieder für Seilgarn entschieden habe, weil ich das einfach am angenehmsten zu verarbeiten finde und weil es auch sehr robust ist. Und hiervon braucht ihr 2 Ballen mit ca. 140 Meter Länge. Wir verarbeiten das alles mit einer 3,5 mm Häkelnadel. Weiterhin braucht ihr eine Stopfnadel und eine Schere. Und natürlich ein Feuerzeug, um die Garnenden abzubrennen. Wir starten damit einmal, um den Taschenboden rumzuhäkeln. Dafür ziehen wir erstmal die erste Schlaufe auf die Häkelnadel auf, nehmen den Taschenboden und häkeln jetzt einfach feste Maschen durch die Löcher des Taschenbodens durch. Hab nicht in der Wolle hängen geblieben. Jetzt klappt's. Und wir schließen die Masche. In jedes Loch von dem Taschenboden häkelt ihr 2 feste Maschen, bis wir einmal ganz rund sind. Und die zweite. Wichtig ist bei dieser Runde, dass ihr die Maschen möglichst locker arbeitet, weil wir in der nächsten Runde darauf angewiesen sind. Also je lockerer ihr hier arbeitet, desto leichter habt ihr es in der nächsten Runde. Und so soll das Ganze dann hinterher aussehen. Sobald ihr die Runde fertig gehäkelt habt, schneidet ihr das Garn ab und flambiert es etwas mit dem Feuerzeug, damit es nicht ausribbelt. Dann zieht ihr den Faden einmal durch und wir arbeiten mit der Stopfnadel weiter. Na, das möchte nicht so, wie ich möchte. So, jetzt. Um den Faden zu vernähen, häkeln wir einmal oder nähen wir ihn einmal unter der ersten Masche der Runde durch. Und dann sticht ihr im Grunde da wieder ein, wo der Faden herkommt. Sprich in der Mitte von der letzten Masche der Runde. Das Ganze sollte nun aussehen wie eine tatsächliche Masche und in den anderen Maschen verschwinden. Anschließend könnt ihr die Nadel wieder abnehmen und die losen Garnenden einfach locker verknoten. Wenn ihr keine Innentasche nähen wollt, so wie ich das wahrscheinlich noch machen werde, dann müsst ihr die Garnenden natürlich ordentlich vernähen. So, und das wär's. So soll das Ganze dann aussehen. Diese Runde wird jetzt ein bisschen knifflig, weil wir keine normalen festen Maschen häkeln, sondern mit der Nadel immer in die Schlaufen einstechen, die hier mit den Pfeilen markiert sind. Deshalb hatte ich euch in der letzten Runde extra gesagt, dass ihr möglichst locker häkeln sollt, weil ihr euch damit dann das Leben in dieser Runde etwas einfacher machen könnt. Wieso wir das Ganze machen, zeige ich euch jetzt. Der Hintergrund, weshalb wir keine normalen festen Maschen häkeln, sondern in diese Schlaufen häkeln, ist dieser Rand, den ihr hier sehen könnt. Den erhalten wir nämlich nur, wenn wir keine normalen Maschen häkeln. So, los geht's mit der kniffligen Runde. Wir schaffen das. Also, wir stechen unter der ersten Schlaufe lang und holen den Faden nach vorne. Das lose Ende könnt ihr entweder festhalten oder am besten eben mit den anderen Garnenden verknoten. Dann stecht ihr unter der nächsten Schlaufe lang und holt den Faden nach vorne, um dann die Masche zu schließen.
Gut aufpassen, dass euch der Faden nicht wegrutscht und unter der nächsten Schlaufe lang. Mir fällt es immer am leichtesten, wenn ich die Nadel etwas nach unten steche und dann nach hinten bewege, um unter diese Schlaufe zu kommen. Das ist meistens einfacher, als wenn man versucht, direkt unter der Schlaufe entlang zu stechen. Insgesamt ist es aber sehr knifflig und fällt mir auch nicht so leicht, diese Runde. Also nicht aufgeben. So, man erkennt schon nach wenigen Maschen den Rand, den wir kriegen möchten. Und so werden wir jetzt die ganze Runde vervollständigen. Sobald ihr mit der Runde fertig seid, geht ihr einfach dazu über, normale feste Maschen zu häkeln und häkelt so lange weiter, bis die Tasche eine Höhe erreicht hat, die euch gefällt. Das Ganze könnte dann so ungefähr aussehen und ab dann ist ein bisschen Augenmaß gefragt, weil, um den Faden schön platzieren zu können, drückt ihr immer mal die Seiten ein wenig ein und schaut euch dann die Tasche an, ob das Ganze schon so aussieht, wie ihr es gerne haben würdet. Und sobald das der Fall ist, häkeln wir den Faden fest. Um den Faden nun an der Tasche festzuhäkeln, drücken wir sie noch einmal an den Seiten ein und legen den Faden locker um sie herum. Sobald alles dann so sitzt, wie ihr es gerne haben möchtet, machen wir weiter, indem wir feste Maschen häkeln und den Faden immer um das Lederband drumherum ziehen. Ich sehe gerade, ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht. Der Faden liegt, als ich mit der Nadel runtergehe, vor der Häkelnadel, was falsch ist. Aber die nächsten 2 Male zeige ich es auch euch hoffentlich noch richtig. So soll es aussehen, genau. Der Faden wird von hinten nach vorne geholt. Er wird nicht vor die Nadel gelegt beim Runtergehen. Und dann wird die Masche geschlossen. Und das Ganze machen wir dann noch ein 3. Mal, damit der Faden auch wirklich fest sitzt. Ich habe den Faden dann insgesamt 5 verschiedenen Stellen festgehäkelt. Und zwar immer an den Kanten, die hier durch die Raffung entstehen, auf beiden Seiten. Hier habe ich jeweils 3 Stiche gemacht und einmal habe ich ihn an der Rückseite festgehäkelt und hier mit 5 Stichen gearbeitet. In der nächsten Runde habe ich dann die D-Ringe festgehäkelt, die ihr entweder genauso befestigen könnt wie den Faden, indem ihr mit dem Garn um die D-Ringe drumherum häkelt, oder ihr könnt sie einfach festnähen. Um nun den Deckel der Tasche zu häkeln, gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten. Entweder könnt ihr es so machen, wie ich hier bei der grauen Tasche gemacht habe und den Deckel einfach in einem Rutsch weiter häkeln. Das könnt ihr machen, indem ihr einfach vom runden Häkeln dazu übergeht, Reihen zu häkeln. Also indem ihr einfach an der gewünschten Kante des Deckels eine Luftmasche häkelt und dann feste Maschen wieder zurückhäkelt. Für die beige Tasche habe ich mich dazu entschieden, den Deckel in einem separaten Stück zu häkeln. Ich habe hier schon mal angefangen, indem ich eine Reihe Luftmaschen gehäkelt habe und eine Reihe feste Maschen zurückgehäkelt. Egal für welche Lösung ihr euch entscheidet, wichtig ist, dass ihr eine ungerade Zahl an Maschen habt, weil ansonsten wird dieses Wellenmuster, was ihr auf dem Deckel seht, nicht gleichmäßig. So, hier seht ihr, wie das Ganze aussehen sollte. Ich habe also eine Luftmaschenreihe gehäkelt, eine Reihe feste Maschen. Am Ende häkle ich eine Luftmasche und drehe das Ganze um. Die nächste Reihe startet mit einer normalen festen Masche. Und die zweite Masche arbeiten wieder durch das untere Loch und holen den Faden nach vorne, wie wir es gerade zum Festhäkeln des Bands gemacht haben. Anschließend häkeln wir wieder eine feste Masche und nun immer weiter im Wechsel wieder von unten einen Faden holen, anschließend wieder eine feste Masche. So soll das Ganze dann aussehen. Nach dem Schema häkelt ihr jetzt die ganze Reihe zu Ende. Sobald ihr am Ende angekommen seid, macht ihr wieder eine Luftmasche, dreht das Ganze um und häkelt eine Reihe normale feste Maschen zurück.
So sollte das Ganze dann aussehen. Nochmal in Nahaufnahme. Am Ende der Reihe macht ihr wieder eine Luftmasche, dreht das Ganze um und wir starten wieder mit einer normalen festen Masche. Als nächstes stechen wir nicht durch die Maschen durch, sondern gehen mit der Nadel unter dem Faden lang, den wir in der vorherigen Runde nach vorne gezogen haben. Und unter diesem Faden ziehen wir jetzt die neue Masche lang. Und schließen das Ganze dann. Anschließend macht ihr wieder eine normale feste Masche. Und dann wieder wie gehabt im Wechsel unter dem Faden lang. Und hier runter die neue Masche häkeln. Nach den ersten Maschen solltet ihr eigentlich schon das Zöpfchenmuster erkennen, was sich dadurch bildet. Hier sieht man es. So, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Auf der Seite, auf der das Muster entsteht, häkelt ihr immer eine feste Masche und häkelt dann mit der Nadel unter dem hervorgezogenen Faden entlang und schließt die Masche, um dann wieder eine feste Masche zu machen. Und das macht ihr immer im Wechsel auf der Seite, auf der das Muster entsteht. Am Ende der Reihe macht ihr eine Luftmasche, dreht das Ganze um und häkelt nur feste Maschen wieder zurück. Dann macht ihr wieder am Ende eine Luftmasche und setzt wieder in das Muster ein, sprich eine feste Masche und einmal unter den Faden lang gehäkelt. Das Ganze macht ihr so lange, bis der Deckel eine Größe erreicht hat, die euch gefällt. Am Ende müsst ihr nur noch den Verschluss dran klipsen und euer Deckel ist fertig. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne bei Fragen oder weiteren Anmerkungen einen Kommentar da oder gebt mir ein Abo und ein Like.